Willkommen zurück zum dritten Teil unserer Ugreen NAS-Serie. Heute legen wir Benutzer an, erstellen freigegebene Ordner mit sauberen Berechtigungen, installieren die Sicherheits-App mit Virenscanner und schauen uns auch das Support Center an. Also lehnt euch zurück, wir starten direkt. Jetzt kommen wir zu den Dateien. Die Dateien-App ist quasi euer Datei-Explorer im Browser, ähnlich wie bei Windows oder macOS, nur eben für euer NAS. Beim ersten Start bekommen wir eine kleine Einführung. 3 Dinge sind hier wichtig. Persönlicher Ordner, das ist der private Bereich jedes Benutzers. Nur der Benutzer selbst und Admins können da rein. Der zweite, freigegebene Ordner, das sind die Ordner, die mehrere Benutzer gemeinsam nutzen können. Und der dritte, Benutzerordner, zeigt alle persönlichen Ordner aller Benutzer, aber nur für Admins sichtbar. Wir klicken auf Starten und bekommen noch eine kurze Einführung in die Oberfläche und die Menüleisten, was welche Punkte so machen. Das könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. Ich klicke hier einfach bei allen 3 Punkten auf Weiter und aktivieren direkt den persönlichen Ordner. Wichtig, ihr müsst einen Speicherort wählen, in unserem Fall Volume 1, und ihr könnt für jeden Benutzer ein Limit setzen, falls ihr kontrollieren wollt, wie viel Speicher jeder bekommt. Für den Admin lassen wir es auf unbegrenzt. Jetzt wird's praktisch, wir gehen zu freigegebene Ordner und erstellen unseren ersten gemeinsamen Ordner. Dazu klicken wir auf das Plus und erstellen den freigegebenen Ordner. Ich nenne ihn Planung, denn das ist ein Ordner, auf den mehrere Leute zugreifen sollen. Den Speicherort beläuft sich auf Volume 1. Beim Speicherkontingent können wir auch wieder auswählen, wie viel Speicherplatz auf diesem Ordner verfügbar sein soll. Im Netzwerk ausblenden, das lasse ich aus. Der Ordner soll im Netzwerk sichtbar sein. Unterordner und Dateien vor Benutzer ausblenden, die keine Berechtigung haben. Das ist natürlich genial, denn wenn Thomas keine Rechte auf einen Unterordner hat, sieht er ihn erst gar nicht. Den Papierkorb aktivieren für den Fall der Fälle, aber nur für Admins zugänglich machen. Bestätigen. Dann kommen wir zu den Berechtigungen. Standardmäßig hat der Admin Lese- und Schreibrechte. Wir bestätigen und schließen das Dateienfenster vorerst. Kommen wir zum nächsten Stopp. Benutzer. Wir haben bei der Einrichtung schon einen Admin-Account erstellt. Diesen sehen wir hier. Aber im echten Leben willst du ja nicht immer als Admin unterwegs sein. Stell dir vor, du gibst deinem Kollegen Zugriff auf das NAS. Der soll ja nicht alles löschen können, oder? Deshalb klicken wir hier auf Hinzufügen und dann Erstellen. Hier können wir allerlei ausfüllen. Beginnen wir mit dem Namen. Ich nenne den Benutzer Thomas. Generiere hier ein zufälliges Passwort für denjenigen. Wir könnten hier noch eine E-Mail eingeben oder eine Beschreibung. Nehmen wir an, wir sind eine Firma. Dann mache ich hier mal Mitarbeiter Logistik. Das hilft später, wenn man viele Benutzer hat, den Überblick zu behalten. Die Rolle bleibt natürlich auf Standardbenutzer. Thomas soll ja kein Admin sein. Und Gruppen lassen wir erstmal leer. Das machen wir gleich separat. Dann auf Weiter. Thomas, unser neuer Benutzer, bekommt von uns auch Lese- und Schreibrechte auf den Planung-Ordner. So kann er Dateien ablegen und bearbeiten. Und hier können wir dann gut sehen, dass Thomas Mitarbeiter in der Logistik ist. Nun gehen wir wieder zurück auf Dateien. Oben links über das Symbol sehen wir die geöffneten, auf Erstellen, und wir erstellen den Ordner Administration. Zusätzlich verbergen wir den Ordner im Netzwerk und für Thomas ist der Zugriff verweigert. Warum? Weil das ein Ordner für sensible Daten ist, auf den nur der Admin zugreifen soll. So habt ihr eine saubere Trennung. Jetzt machen wir das Ganze noch professioneller, und zwar mit Gruppen. Stell dir vor, ihr habt nicht nur einen Thomas, sondern 5 Mitarbeiter in der Logistik. Dann willst du ja nicht jedem einzelne Rechte geben. Das macht man über Gruppen. Wir klicken auf den Reiter Gruppen, dann hinzufügen. Ich nenne die Gruppe Logistik, denn hier sollen alle Mitarbeiter der Logistik eingeteilt sein. Als Mitglied fügen wir natürlich Thomas hinzu. Und jetzt das Coole, wir können der ganzen Gruppe auf einmal Rechte geben. Auf den Administrationsordner Zugriff verweigern und auf den Planung, Lese- und Schreibrechte. Fertig. Wenn morgen eine neue Kollegin in der Logistik ankommt, muss ich sie nur der Gruppe hinzufügen und sie hat automatisch die richtigen Rechte.
Unter Erweitert finden wir noch ein paar wichtige Sicherheitseinstellungen. Hier können wir Passwortregeln festlegen. Zum Beispiel, Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben, Groß-Kleinbuchstaben enthalten und eine Zahl oder Sonderzeichen. Das verhindert, dass jemand 1, 2, 3, 4, 5, 6 als Passwort nimmt. Und ganz wichtig, Passwortablaufregeln. Ich stelle das hier auf 90 Tage, das heißt, alle 90 Tage müssen die Benutzer ihr Passwort ändern und 7 Tage vor Ablauf werden sie benachrichtigt. Das ist ein guter Sicherheitsstandard, besonders wenn ihr das NAS beruflich nutzt. Ihr könnt auch bestimmte Benutzer von dieser Regel ausnehmen, zum Beispiel den Admin, wenn ihr wollt, aber ich empfehle, das für alle zu aktivieren. So, jetzt kommen wir zum App Center. Das ist quasi der App Store eures NAS. Hier findet ihr alle möglichen Apps, die ihr installieren könnt. Und jetzt was richtig Wichtiges, die Sicherheits-App. Das ist der integrierte Virenscanner eures NAS. Auch hier installieren, Volume auswählen und wir öffnen die App direkt. Okay, die Sicherheits-App ist offen, standardmäßig ist der Echtzeitschutz deaktiviert. Das ändern wir sofort. Wir klicken auf den Schalter und schon ist er aktiv. Das bedeutet, jede Datei, die auf das NAS kommt, wird automatisch gescannt. Dann gehen wir zu geplanter Scan und erstellen einen neuen Scan-Job. Ich nenne ihn einfach Scan. Als Ziel wählen wir Systemdateien und Benutzerdaten, also alles. Und somit wählen wir unten bei der Ordnerauswahl einfach alle freigegebenen Ordner aus. Bei Umgang mit verdächtigen Dateien stellen wir in Quarantäne verschieben ein. Das ist besser als ignorieren, weil die Daten dann erstmal isoliert sind und nichts kaputt machen können. Die Häufigkeit stelle ich auf wöchentlich, jeden Sonntag um 3 Uhr morgens. Da arbeitet niemand mit dem NAS und das Scan stört nicht. Und ich setze den Haken bei nach der Erstellung sofort starten, damit wir direkt sehen, dass es funktioniert. Und ich möchte die Scan-Ergebnisse in der Mitteilungszentrale erhalten. Und das Scan wird direkt gestartet. Gehen wir nochmal auf geplanter Scan, sehen wir hier unseren Job, den wir gerade erstellt haben, jeden Sonntag um 3 Uhr morgens. Und im Scan-Datensatz sehen wir natürlich, was es macht und ob es etwas gefunden hat und bereits in die Quarantäne verschoben hat. Und auf Protokoll sehen wir lediglich, was genau geändert wurde und wann es geändert wurde. Und in den Einstellungen können wir noch das Aktualisierungsschema der Virusdatenbank von nicht aktualisieren auf automatisch aktualisieren und tägliche Prüfung stellen. Und wenn verdächtige Daten gefunden werden, die Standardregel immer in die Quarantäne verschieben. Und bei der Benachrichtigungsverwaltung stellen wir ein, dass wir benachrichtigt werden. Wenn verdächtige Daten gefunden werden, so bekommt ihr sofort mit, wenn etwas faul ist. Oder ihr könnt euch auch benachrichtigen lassen, wenn der Scan-Vorgang beendet ist. Aber auch beides zusammen ist möglich. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was auf eurem NAS sicherheitstechnisch passiert. Es kann auch ausgewählt werden, wer benachrichtigt werden soll, alle Administratoren oder auch der Dateibesitzer. Somit habt ihr hier die volle Kontrolle. Speichern und wir sind safe. Zum Schluss schauen wir uns noch das Support Center an. Das ist eine richtig coole App, die oft übersehen wird. Hier findet ihr das Knowledge Center, das ist die komplette Dokumentation eures NAS, alle Artikel, alle Anleitungen. Es sind Videotutorials direkt von Ugreen, falls ihr mal nicht weiter wisst, App-Tutorials, für jede App gibt es hier eine Anleitung, Fehlerbehebungen, falls mal was nicht läuft und Hilfetools. Hier könnt ihr Systemdiagnose-Informationen generieren, falls ihr den Support kontaktieren müsst. Da wird alles gesammelt, was der Support braucht, um euch zu helfen. Das ist wirklich cool gemacht, besonders für Einsteiger, die sich zum ersten Mal mit einem NAS beschäftigen. Oder ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben und den Kanal abonnieren und kommt so zu den Tutorials, die ihr dringend benötigt. Im nächsten Video geht es dann mit Datendiensten, Geräteverbindungen und Energieverwaltung weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.